Ich dachte, Mutter sein ist eine Erfüllung. Ich bereue diese Entscheidung, Mutter zu sein. Genau das, öffentlich zu sagen, ist in Deutschland ein Tabu. Wer wie Franziska zugibt, rückblickend ohne Kinder glücklicher zu sein, wird gesellschaftlich von vielen an den Pranger gestellt. Wer als junge Frau die Entscheidung trifft, keine Kinder zu wollen, wird hingegen oft nicht ernst genommen. So wie Celine, die sich mit 22 sterilisieren lassen möchte, damit aber bei vielen Ärzten auf Widerstand stößt. Wer sind die das, die über meinen Körper entscheiden oder mir sagen, ab wann ich was mit meinem Körper machen darf? Dominik hat sich mit 20 sterilisieren lassen und muss sich auch dafür immer wieder rechtfertigen. Dabei findet er, nicht jeder ist dafür gemacht, Kinder zu bekommen. Man muss sich einfach die Frage stellen, will man etwas, wo man weiß oder wo es heißt, ja, da wächst du dann rein? Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Keine Kinder zu wollen oder die Entscheidung, Kinder bekommen zu haben, zu bereuen, sollten wir als Gesellschaft mittlerweile darüber nicht offener reden dürfen? Die Kinderfrage. Bei mir ist sie noch ungeklärt. Ich bin 37 Jahre alt und ich liebe meine 3 Nichten und 2 Neffen über alles. Für mich sind sie die süßesten Kinder der Welt. Klar. Ich selber habe bisher keine eigenen Kinder. Das ist irgendwie nicht so ganz Absicht. Es hat sich einfach nicht ergeben oder ich war immer zu busy. Das Thema Kinder oder nicht ist gesellschaftlich ganz schön emotional aufgeladen. Und auch ich frage mich, welches Leben denn besser ist, mit oder ohne Kinder. Wer sich für ein Leben ohne Kinder entscheidet, hat es mit dieser Entscheidung oft schwerer als Menschen mit Kinderwunsch, vor allem als junge Frau. Ich fahre in die Nähe von Tübingen. Hier treffe ich Celine. Sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen und hat bis vor kurzem noch Tiefkühlwaren ausgefahren und an den Kunden gebracht. Mich erschrecken, ich habe 2 Nacktkatze. Wo sind die denn? Hier ist eine. Oh, wie süß. Oh, ich hatte noch nie eine Nacktkatze in der Hand. Die heißt Mochi. 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 Oh Gott. Celine will absolut keine Kinder. Sie ist zwar erst 22 Jahre alt, aber ihre Entscheidung steht schon fest. Sie will sich sterilisieren lassen. Und zwar jetzt. Ich habe schon tatsächlich in einem sehr jungen Alter irgendwie nicht so wirklich einen Bezug zu Kindern gehabt. Für mich war das nicht so, oh, wie süß oder sowas. Und ich hatte nicht den Drang, irgendwie es zu halten. Und umso älter ich wurde, umso abgeneigter wurde ich irgendwie. Also es klingt jetzt so krass, Nein. aber ich empfinde nichts für Kinder. Also ich finde sie nicht süß oder ich weiß nicht, mich interessieren sie halt einfach nicht. Als ich 22 Jahre alt war, konnte ich auch noch gar nichts mit Kindern anfangen. Das hat sich durch meine Nichten und Neffen aber geändert. Wenn ich jetzt so an mein 22-jähriges Ich denke, also da komme ich mir vor, als wäre ich da eine ganz andere Person gewesen irgendwie, oder? Also klar, ich denke mir, ja, meine Meinung könnte sich ändern, aber ich habe tatsächlich keine Angst davor, also wenn sie sich ändert, weil wenn du dich für etwas entscheidest, darfst du später nicht bereuen. Und so habe ich halt auch für mich dann beschlossen, einfach mich sterilisieren zu lassen. Eine Sterilisation bei jungen, kinderlosen Frauen wie Celine ist in Deutschland nicht verboten, aber tatsächlich weigern sich viele Ärzte, sie durchzuführen. Ich möchte mich gerne sterilisieren lassen. Hier ist eine Karte. Klick einfach drauf und du findest einen Arzt, der nicht ewig mit dir diskutiert. Auf TikTok ist Celine fündig geworden. Morgen ist der Termin zur Vorbesprechung bei einer Ärztin. Ihre Familie hat kein Verständnis dafür, dass Celine sich sterilisieren lassen will. Meine Cousine hat geweint. Sie hat gesagt, ich muss ein Kind kriegen, weil sie auch ein Kind will, dass die dann zusammen wie wir eine Kindheit bekommen. Okay, ja. Ich habe momentan oder einfach auch Angst, schwanger zu werden. Echt? Ja, ich habe wirklich Angst. Warum nimmt sie dann nicht die Pille, könnte man jetzt fragen. Antwort, weil sie nicht gut verträgt. Sie hat schon viele Präparate durchprobiert. Außerdem will Celine Fakten schaffen. So wie ihre Familie kein Verständnis für die Sterilisation hat, versteht Celine nicht, warum die meisten ihrer Freundinnen in Zukunft Kinder haben möchten. Viele denken nicht darüber nach, was es eigentlich heißt,
ein Kind zu bekommen. Und das ist das, was mich so aufregt. Ein Kind heißt nicht nur ein Baby zu haben, sondern es wird groß, es muss in die Schule, es kostet Geld, es braucht Klamotten, es braucht Windeln, es braucht Essen, es braucht alles, es braucht die Fürsorge. Ich finde, ein Mensch muss wirklich dafür gemacht sein, ein Kind oder einen Menschen großzuziehen. Okay. Ja. Und nicht jeder Mensch ist dafür gemacht. Ja. Ob man junge Menschen sterilisieren sollte, die gerade Anfang 20 sind und noch keine Kinder haben, darüber herrscht bei den Fachleuten keine Einigkeit. Einige Ärzte, mit denen ich für diese Recherche spreche, sagen mir, dass sie einen solchen Eingriff nicht bei Menschen unter 30 durchführen. Einfach wegen der Angst, dass ihre Patienten einen Fehler machen, den sie später bereuen. Ist diese Annahme anmaßend? In der Nähe von Pinneberg bei Hamburg bin ich mit Dominik verabredet. Er hat sich vasektomieren lassen, auch schon mit Anfang 20. Bereut er seine Entscheidung? Dominik ist Landschaftsgärtner. Wir sprechen über seinen Eingriff am Hoden beim Vogelhäuschen bauen. Was jetzt so ein bisschen skurril ist. Also ich komme mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor beim Vogelhäuschen kleben, ne? Das Thema. Aber gut, warum nicht? Deswegen sind wir ja hier. Ja. Bei einer Vasektomie wo wird denn das Loch? Der Sack wird schlicht und ergreifend aufgeschnitten. Der Sack selber? Ja, genau. Okay. Ja, das ist aber die Wahrheit. Ja, ich wusste es nicht. Der wird einseitig um 3 cm, 4 cm aufgeschnitten. Ist das örtlich betäubt oder ist das Vollnarkose? Also es gibt welche, die das unter Vollnarkose machen, aber ich sag mal, jede Zahnbehandlung und sei es Zahnreinigung ist schlimmer. Ach so. Bei Dominik wurden schon im jungen Alter Krampfadern in den Hoden festgestellt. Die mussten entfernt werden, ein Eingriff stand also sowieso an. Und Dominik entschied sich dazu, die Vasektomie gleich mitzuerledigen. Ja. Jetzt liegt das alles da, willst du in 5, 6 Jahren oder 10 Jahren dann nochmal dahin? Das war halt eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ne? Ja, ja. Er hatte schon damals mit Anfang 20 Zweifel, dass er mal ein guter Vater sein könnte. Klingt hart, aber in Dominiks Augen eine realistische Selbsteinschätzung. Dass man sagt so von wegen, kommst du damit klar? Ja. Also dass du sagst, so das erziehen, das machen. Hast du die Geduld dafür? Ja. Das bin ich nicht. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, so bei der Geduld, da hört es dann auch schon auf bei mir. Man muss sich einfach die Frage stellen, will man etwas, wo man weiß oder wo es heißt, ja, da wächst du dann rein? Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man schon von der Grundstellung selber nicht weiß, ob das richtig ist, was man da tut, ob man das dann nicht vielleicht lieber lassen sollte. Wenn man sich mehr die Frage stellt, ist das überhaupt richtig, als wie ja, man will, ne? Auch da hat er einen Punkt. Laut Studien würden sich 20% der Deutschen, die Eltern sind, rückblickend anders entscheiden. Doch kaum jemand traut sich, genau das laut auszusprechen. In Weimar treffe ich Franziska bei einer Kunstperformance. Sie ist einige der wenigen Mütter, die sich öffentlich traut, ihre Überforderung zu äußern. Ich dachte, weil ich eine Frau bin, kann ich das. Ich dachte, Mutter sein ist eine Erfüllung. Ich bereue diese Entscheidung, Mutter zu sein. Es ist mir einfach zu anstrengend. Ich bin dafür nicht gemacht. Das öffentlich so deutlich von jemandem zu hören, ist auch für mich neu. Wir fahren zu Franziska nach Hause. Franziska ist 36, ihre Tochter ist 8. Wir sitzen hier in ihrem Kinderzimmer. Wann fing es an, dass du dir Gedanken gemacht hast, sozusagen, inwiefern das die Mutterschaft dein Leben verändert in eine Richtung, die du vielleicht gar nicht so gut findest? Als meine Tochter 2 Jahre alt war, das war 2015, dann habe ich eine Situation erlebt, die ich, würde ich sagen, als extremen Erschöpfungszustand beschreiben würde. Ich glaube, ich habe lange nicht gemerkt, dass ich so fertig bin und dass ich eigentlich gar nicht mehr kann. Ich hatte dann, da hat meine Tochter geschlafen, eine Panikattacke. Und das war abends 22 Uhr und ich hatte das vorher noch nie. Also ich hatte Herzrasen und kalter Schweiß und ganz merkwürdige Zustände, die ich nicht zuordnen konnte. Und habe dann auf einmal so Reue empfunden für diese
Entscheidung, Mutter zu sein. Jetzt sitzen wir ja hier im Zimmer deiner Tochter. Und das ist natürlich auch immer so eine Frage, wenn ich jetzt davon erzähle, dass ich dich treffe, dann werde ich oft gefragt, was sagt denn das Kind dazu, ne? Dass die Mutter öffentlich ihre Mutterschaft bereut. Mit meiner Tochter, also die ist halt 8 Jahre alt, mit der habe ich da noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, sie merkt manchmal, dass ich gute und schlechte Tage habe, wie sie auch. Manchmal habe ich echt ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich nicht so funktioniere, wie ich das möchte. Diese Überforderung bei jungen Eltern, von der Franziska erzählt, kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis. Darüber gesprochen wird aber aus meiner Beobachtung heraus wenig. Franziska will das Schweigen aufbrechen und führt Interviews mit vielen Müttern, die Ähnliches erleben. Wir dürfen kurz in die Aufzeichnungen reinhören. Und das ist vielleicht was ich auch sehr bereue, oder? Dass ich mir denke, aber da gibt es immer ein Feld als Mutter, dass man sich denkt, man hat nie genug gegeben. Weil zum Teil halt echt böse bin, verbal mit ihm und daraus haben sich die Aggressionen bei ihm entwickelt. Das ist grausam, das tut dann unglaublich leid. Ach, das ist, glaube ich, für viele echt eine enorme Belastung, diese Gefühle mit sich rumzutragen, dass man irgendwie immer wieder mit dieser Reue herumrennt und mit diesen Konflikten, mit dieser Mutterrolle. Und viele, die das öffentlich machen, dieser Gefühle kritisieren, werfen Frauen wie Franziska vor, dass das Gefühl, eigentlich nicht gewollt zu sein, den Selbstwert eines Kindes zerstören könnte. Und eben dieses Gefühl, ich kann das doch nicht aussprechen, ich darf das doch nicht denken, weil das ist ja, das schadet meinem Kind oder das kann mein Kind verletzen am Ende. Ne? Darum geht es, glaube ich. Und davon bin ich eigentlich selber frei, weil ich weiß, dass der Zeitpunkt und der Moment kommen wird, wo ich ihr das alles erzählen kann und sie auch in einem Alter ist, wo sie das versteht und wo sie selber reflektieren kann darüber. Was ich mir irgendwie wünsche, ist, dass Frauen, die diese Gefühle haben, damit nicht hinter den Berg halten müssen. Franziska organisiert deshalb Mütterkreise, in denen die Frauen in einem geschützten Raum frei sprechen können. Zurück zu Celine nach Tübingen. Wir sind auf dem Weg zu einem Beratungstermin für ihre Sterilisation. Die nächste Praxis, die junge, kinderlose Frauen wie Celine sterilisiert, ist 2,5 Autostunden entfernt. Sie ist sauer auf die anderen 5 Gynäkologen, die sie abgeklappert hat und die den Eingriff bei ihr nicht durchführen wollten. Wer sind die über meinen Körper entscheiden oder mir sagen, ab wann ich was mit meinem Körper machen darf? In Hartheim hat sie einen Termin bei Dr. Vera Schöder, Frauenärztin mit einem pragmatischen Blick auf die Dinge. Sie sterilisiert, ohne über das Was wäre, wenn zu reden. Hier geht es nur um das Wie. Hallo. Hallo, Frau Bayern. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Das Wichtige für die Sterilisation ist, dass der Eileiter komplett unterbunden wird. Dass wir die Eileiter mittels einer Zange veröden und in der Mitte dann noch einmal durchtrennen, um so sicher zu sein, dass die Verödung wirklich vollständig ist. Die Kosten der Sterilisation werden nicht von der Krankenkasse übernommen, weil der Eingriff in der Regel nicht aus gesundheitlichen Gründen vorgenommen werden soll. Genau, der Preis bei uns für eine Sterilisation aktuell sind 950 € inklusive aller Kosten drumherum, sprich Anästhesie, OP-Miete, da ist alles drin, auch die Nachbehandlung. Wie lange geht das dann ungefähr? Wenn alles gut läuft, haben wir eine sogenannte Schnittnahzeit, also vom ersten Schnitt bis der letzte Knoten, das letzte Pflaster ist gesetzt von so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Die Sterilisation ist nur schwer rückgängig zu machen. Ein teurer, komplizierter und nicht immer erfolgreicher Eingriff. Die bessere Möglichkeit für eine Schwangerschaft nach der Sterilisation ist eine künstliche Befruchtung. Der Erfolg der künstlichen Befruchtung ist genauso wahrscheinlich nach der Sterilisation wie vor der Sterilisation? Genau. Okay. Sie sind sich sicher, dass Sie den Eingriff durchführen wollen? Ja. Wunderbar. Dann dürfen Sie bitte hier einmal unterschreiben. Celine entscheidet sich für den Eingriff. Allerdings wird sie den Termin erst in einigen Monaten wahrnehmen, wenn sie das nötige Geld zusammen hat. Frauenärztin Vera Schöder hat kaum Zeit darauf verwendet, mit Celine über ihre Motive für die Sterilisation zu diskutieren. Uns ist wichtig, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt sind. Das heißt, die Patientin muss den 18. Geburtstag hinter sich haben und voll geschäftsfähig sein. Vera Schöder gehört noch zu einer Minderheit an Ärztinnen und Ärzten, die eine Sterilisation bei jungen Menschen ohne großes Hinterfragen durchführt. Wie erklärt sie sich die Zurückhaltung der Ärzteschaft? Woher kommt es denn?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, viel ist tatsächlich tradiertes Wissen. Also wir wussten ja auch früher, dass eine Spirale nur einer Frau, die mindestens 1 oder 2 Kinder geboren hat, eingelegt wird. Warum? Weil in den 50er Jahren Verhütung amoralisch war. Ich meine, wir leben im Jahr 2022. Wir reden darüber, dass jeder Mensch mit 16 seinen Geschlechtseintrag frei bestimmen kann. Wir reden darüber, dass wir mit 16 schon oder 15 schon wählen dürfen sollen, also die Geschicke des Landes mitbestimmen sollen. Wir schicken 18-jährige Frauen und Männer in den Krieg, wenn sie Soldaten sind. Also die dürfen an einem Maschinengewehr und in einem Panzer selbstverständlich ihren Kopf hinhalten und diese Entscheidung für ihr Leben treffen. Aber sie dürfen als junge Frau mit 18 nicht entscheiden, dass sie keine Kinder wollen. Wenn sie mit 18 sagen, sie wollen 2 Kinder, guckt sie keiner komisch an. Wenn sie aber mit 18 sagen, sie wollen selbstverständlich keine Kinder, dann stellt man ihr geistiges Seelenheil in Frage. Und das passt für mich einfach nicht zusammen. Haben Sie das Gefühl, dass es in ein paar Jahren, 10, 20 Jahren leichter sein wird zu sagen, ja, ich möchte keine Kinder mit 18? Weil einfach durch Social Media, durch diese Vernetzung es einfach mehr an die Öffentlichkeit kommt und die Leute sich einfach auch mal Gedanken machen, diese tradierten Bilder zu verlassen. Wie fandst du das jetzt, dass sie dich eigentlich gar nicht weiter gefragt hat nach deinen Motiven? Du musstest dich eigentlich gar nicht rechtfertigen. Finde ich gut. Ja. Weil es ist mein Körper, meine Entscheidung und ich finde, es sollten öfters Ärzte oder Menschen geben, die nicht einen irgendwie auch so aufziehen wollen, zu sagen, ja, aus welchem Grund und bist du dir sicher? Dieses Abfragen, man fragt auch niemanden ab, ja, warum möchtest du Kinder? Sag mir den Grund und bla bla bla, ich brauche einen guten Grund dafür. Deshalb finde ich das gut, dass sie da nicht so umgestochen hat. Hast du das Gefühl, es könnte dir irgendwas noch in dem nächsten Jahr passieren, was dich umstimmt? Das Gefühl habe ich nicht mehr. Wer soll bewerten, ob eine Sterilisation unter 30 eine gute Idee ist oder ob die Entscheidung gegen Kinder sich später im Leben rächt? Und was ist nun schlimmer? Irgendwann zu merken, dass man doch gerne Kinder hätte oder zu realisieren, dass das eigene Kinderkriegen ein Fehler war? Lasst uns darüber gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich habe für diese Recherche noch mehr Menschen getroffen, mit denen ich über die Frage diskutiert habe, ob das Leben ohne Kinder besser ist. Das Ergebnis könnt ihr in meinem Rabiat-Film in der ARD-Mediathek anschauen.